Das ist ein ganz besonderes Fahrrad. Es ist ein Fahrrad ohne Motor, aber mit einem speziellen Getriebe eingebaut. Pinion heißt das Ganze. Und man sieht es hier sehr, sehr schön, bei dem die Schaltung nicht hinten ist, sondern vorne. Genau, eine geschlossene Einheit. Was ganz besonders ist, wurde von 2 Porsche-Ingenieuren entwickelt, vor mehreren Jahren. Das haben sie sich patentieren lassen. Und du hast mehr Übersetzung als eine Kettenschaltung. Du hast eine geschlossene Einheit. Es ist sauber, das Gewicht ist besser verteilt. Es ist unzerstörbar. Damit kannst du hunderte, tausende Kilometer fahren. Es funktioniert und ist einfach geil. Coole ist, man kann sogar einen Hecknabenmotor nachrüsten später. Das würde sogar theoretisch gehen. Theoretisch ja. Das schon. Wir haben eine spezielle Kette dabei, die keine Kette ist. Genau, das ist ein Riemen, Gates-Riemen haben wir dabei. Der hält ja beim E-Bike 12.000, 13.000 Kilometer ohne Probleme. Beim Normalrad wird er natürlich ein bisschen mehr halten. Ihr seht, ich fasse den an, meine Hände werden nicht schmutzig, es ist immer sauber, kein Fett, gar nichts und es fährt sich dann natürlich richtig komfortabel. Das ist super, wenn ich das auch mal leise. Ich muss nichts nachstellen, keine Schaltung, nichts. Gar nichts. Es ist ein Fahrrad, das schlägst du drauf und fährst und fährst und fährst und fährst. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du kannst natürlich einen Getriebeölwechsel machen bei Pinion. Ist auch ziemlich leicht. Hast eine Spritze rein, wieder raus, kriegt jeder hin. Gibt es auch bei uns zu kaufen, die Spritzen. Zack. Zack. So, Rahmenform, was ist das hier? Diamant. Das ist ein Trapez. Das Fahrrad haben wir aber auch als Diamant da und auch, glaube ich, tiefer Einstieg. Danke, du hast mich noch gerettet. Ja, es ist unser letzte Fahrrad, was wir heute filmen. Das Sven ist müde, ich weiß. Filmmarathon. Und das Besondere an dem Rad ist wirklich diese Antriebseinheit. Aber Gudereit selber, auch eine deutsche Firma, wo kommen die her? Bielefeld. Das letzte Familienunternehmen, was noch richtig gut Qualität liefert. Die Räder werden auch in Bielefeld zusammengebaut. Das Rad hat, also jetzt zurück auf die Schaltung zu kommen, du hast 600% Übersetzung. Das ist Wahnsinn. Und 600, mehr als bei einer 12-fach XT. SRAM 520, genau, oder XT hat auch 220. 600. Ist der Schlupf stark oder geht das? Das heißt, du trittst jetzt keinen... Die sind so fein eingestimmt, du merkst es gar nicht. Die Gänge gehen richtig schön ineinander rein. Ja, aber es geht doch, normalerweise hat doch so eine Nabenschaltung immer ein bisschen Schlupf. Das heißt, du verbrennst so 5% das ist ein richtiges Getriebe. Das heißt, das ist wie eine... Das ist wie ein Roll-Off eigentlich, okay. Aber halt vorne. Und es lässt sich auch viel sehr, sehr angenehm auch bedienen. Es gibt auch die 16er Pinion. Da hast du, glaube ich, 700 irgendwas Übersetzung, aber der ist dann fehl am Platz. So, jetzt kostet das Fahrrad hier 3.000 €, hat keinen Motor. Jetzt werden wieder die Schreise kommen und werden sagen, ach, ihr habt alle einen Knall. Oder das Pinion kostet 1.500 bis 2.000 €. Also allein das Getriebe kostet so viel. Wir haben Gates-Riemen, wir haben andere Teile, die auch sehr hochwertig sind. Ein gutes Licht, Supernova-Licht. Wir haben einfach gute Bremsen, gute Schaltung, eine Luftfederung. Hat das einen Puffer, das Supernova? Also wenn ich an der Ampel stehe? Hat er auch. Die Narbe hat einen kleinen Akku drin. So, das ist die Narbe. Das ist nicht mehr so wie früher, dass du da gegen Widerstand trittst bei der Frontnarbe, oder? Null Widerstand. Aber es ist schon kultig, so ein Dynamo hier zu haben, den du da so reinkriegst. Kannst du dich daran erinnern, oder? Ich fand die scheiße, weil ich habe die nie dran gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss doppelt so stark treten. Ja, das stimmt. Aber als Kind hat es sich gefreut. Man hat gedreht und dann kam auf einmal Licht. Ne? Ja, du hast wahrscheinlich auch so Spielkarten noch mit so einer Wäscheklammer. Nee. Gut. Haben wir früher gemacht. Ich bin ja so alt wie du. Ich bin ja jünger. Boah, bist du gemein, bloß weil ich heute Geburt. Aber gut, ich guck mal, Satori Wien, was ist das für ein Lenker? Irgendein Wenker, kann ich nicht sagen. Also 2.999 €. Herrenrad, Trapez, Pinion ist was ganz Besonderes. Es ist wirklich eine Sensation. Das Rad lässt sich richtig gut ist das fahren. Wäre aber auch ein Darmrad, theoretisch. Ist ein Darmrad, fahren auch Männer. Und es ist ein Reiserad, es ist ein Alltagsrad, es ist schön leicht. Das Piniengetriebe ist aus Alu, der wurde richtig schön veredelt, wasserdicht. 2 Kilo hast du, eine geschlossene Einheit, brauchst nicht zu fetten. Hast deine Gänge und es ist wirklich eine deutsche Ingenieurkunst. So kann man es wirklich sagen. So, 2 Züge, das kenne ich von der Enviolo. Habt ihr 2? Nee, die Enviolo hat eine oder hat 2. Die Enviolo hat 2. Das ist so selten in der Werkstatt. Glaube ich. Nee, aber die hat 2, das weiß ich. Bei dem war ich schon so auf der Schule. Jetzt bin ich unsicher, jetzt wo du so kommst. Enviolo hat nur eine. Hat nur eine. Pinion hat 2. Pinion hat 2. Aber ja, es funktioniert tadellos und es macht Spaß. Du hast auch natürlich hier die Schwalbe Marathon Plus Reifen. Was hast du? Du hast gleich einen Pannenschutz drin.
Das heißt also Dornen und so. Das sind leichte Plastik, genau, und Dorn kann hier nicht rein von der Seite natürlich, aber von oben werden die dann einfach nicht durchgehen können. Gut, also so die typischen Dornen, die man hat, wie zum Beispiel von Brombeeren, wenn du durch den Wald fährst. Und dann, das geht hier nicht so einfach. Nee. Und das ist auch ein Alltagsfahrrad. Wenn du jetzt an Silvester am nächsten Tag fahren musst, am 2. Es liegen ja überall Scherben. Das ist ja der typische Klassiker am 1.1. und am 2.1. Da auch in der Stadt liegen halt viele Sachen rum. Eine gefederte Sattelstütze, Elastomer. Elastomer, die kannst du auch ändern. Nach der Zeit verlieren sie Dings. Tegri-Sattel, Ergon-Griffe. Also bei dem Fahrrad wurde nicht gespart. Du hast einen Vorbau, den kannst du einstellen. Du kannst da komfortabler drauf sitzen. Adran Velo, Gepäckträger, Systemgepäckträger, kannst du Körbe reinklicken. Die haben wir auch bei uns im Laden. Also alles vom Feinsten. So, hier oben sieht man auch nochmal. Viele beschweren sich ja, alles wird jetzt auf E-Bike. Hochwertige Normalräder werden nicht mehr gebaut. Normalräder sterben aus. Ruderreit sagt, wir bauen und wollen noch sehr, sehr hochwertige, exklusive, normale Treckenräder bauen. Und das machen sie auch gut. So, es gibt auch übrigens eine Majid-Bornemann-Stiftung zum Erhalt von Normalrädern, hochwertigen. Da wolltest du auch machen, oder? Ja. Vor 100 Jahren gab es auch schon E-Bikes. Das war ganz witzig, ja, denn der Elektromotor mit Bleiakkus. Das Lustige ist, 1914 waren 90% aller Autos bzw. Kutschen in New York Elektro. Und die wurden abgeschafft durch Benziner und es gab gar kein Benzin. Die hast du in einer Apotheke gekauft, in 1-Liter-Flaschen. Und jetzt kommt E-Auto wieder zurück. Du warst dabei damals, oder? Ne, aber ich habe eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Deswegen weiß ich's. Ihr seid ja über 100 Jahre, seid ihr schon alt, hätte sein können. Genau, war ich auch 1914 da. Nein. Aber ich habe eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, das ist ziemlich witzig, das wissen halt viele nicht. Früher gab es auch E-Kutschen und E-Fahrräder mit Bleiakkus. Und die Masterarbeit, was war das? Eine Bachelorarbeit war das, Remanufacturing von E-Batterien. So, wir haben heute viel gedreht. Laden ist voll. Heute 7. Mai. In, glaube 2-3 Wochen bin ich nochmal hier. Dann drehen wir noch ein bisschen mehr. Genau, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt bei uns. Wir haben ja über 20 Marken. Ihr entscheidet, was wir drehen. Vergisst nicht, German Television zu abonnieren. Vergisst nicht, Sven zu gratulieren. Er hat heute Geburtstag. Und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Die Leute könnten mir ja ein Geburtstagsgeschenk geben in Form eines Abos. Ansonsten, Likes. Sag mal, man sieht das sehr schön, wenn Leute gefragt haben, wie kommt denn bei dem Riemen der Riemen in den Rahmen? Tja, du filmst es gerade. Ja, ich filme es gerade. Ganz früh hast du dich gefragt, wozu ist das? Und sie hat es vergessen gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das war das 6. oder 7. Video, da war ich ein bisschen aufgeregt. Genau hier, die 2 Schrauben gehen auf und dann hat der Rahmen ein Loch, wo du den Riemen durchschiebst. Das ist der Missing Link. Genau. Aber anders kriegst du es ja nicht rein. Der Riemen ist eine geschlossene Einheit. Ja. So, 3.000 €, auch das kann man als... Ich finde es auch spannend. Ne? Viele fragen ja, warum Dings, das ist ja zum Spannen da. Spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr spannend. So, das Fahrrad könnte man auch leasen. Und bis zu bedeutet 40%, klar, Normalräder kann man auch leasen, man kann bis zu 40% sparen durch die Gehaltsumwandlung. Viele Schulen bieten das an, viele Gemeinden. Deutsche Dienstrat, Business Bike, Bike Leasing. Viele Arbeitgeber können einen Rahmenvertrag abschließen und dann kriege ich es vom Bruttolohn abgezogen. Genau. Und dadurch kann ich viel Geld sparen. Vielen Dank, Majid. Wir sind in Gießen. Switchbike Bornemann, dieses Jahr 100 Jahre. Ihr habt ein Riesenfest geplant, glaube ich. Die ganze Innenstadt von Gießen wird gesperrt. 100-jähriges. Nee, habt ihr nicht, oder? Hatten wir mal geplant gehabt, aber das Wetter war einfach die letzten 2 Wochen so blöd. Und ja, vielleicht holen wir es nach. Ihr habt ja ein Jahr Zeit. Ja, im Juni holen wir vielleicht eine große Feier nach. Aber mit Mitarbeitern waren wir schon essen. Es gab auch viele Hersteller, die uns gratuliert haben. Und jetzt kommt es auch, wir haben auch viele Angebote als Aktion bis Ende Mai läuft was und dann kommt auch Juni-Aktion. Ja, wir haben eben den Ständer eben gehimmelt, den letzten. Ich habe ihn fallen lassen, aber er ist in alle Teile zerbrochen. Er war von Nox. Der Nox-Ständer, der in den letzten Videos war, existiert nicht mehr. Dafür haben wir einen Ständer aus schwedischer Produktion. Genau, der bald auch nicht existiert. Da ist in der Mitte auch was abgebrochen. Aber ja. Ein Billy, oder? Ein Kallax ist es. Ein Kallax. Kallax gibt es auch nicht mehr, die heißen auch wieder irgendwie anders. Egal. Tschüss. Danke fürs Einschalten.